Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und wie immer ist auch die wunderbare Lisa mit dabei. Hallo Lisa. Hallo Felix, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, heute mit euch über ein spannendes und wichtiges Thema zu sprechen. Selbstdisziplin im Alltag. Selbstdisziplin. Das klingt so ernst, aber irgendwie auch notwendig, oder? Ich meine, wie oft hat man sich vorgenommen, mehr Sport zu treiben, gesünder zu essen oder endlich das Buch zu lesen, das seit Monaten auf dem Nachttisch liegt. Und dann? Nichts passiert. Ja, das kenne ich auch. Aber genau deshalb ist es so wichtig, über Selbstdisziplin zu sprechen. Es ist eine Fähigkeit, die uns in so vielen Bereichen des Lebens hilft, ob im Beruf, bei der Gesundheit oder in persönlichen Zielen. Stimmt genau. Aber Lisa, bevor wir tiefer einsteigen, was genau bedeutet Selbstdisziplin eigentlich? Könntest du das für uns einfach erklären? Sehr gerne. Also, Selbstdisziplin bedeutet, dass man die Fähigkeit hat, Dinge zu tun, auch wenn man keine Lust darauf hat. Es geht darum, sich an Pläne und Vorsätze zu halten, selbst wenn es schwierig oder unbequem wird. Ein gutes Beispiel ist, früh aufzustehen, auch wenn man lieber weiterschlafen würde. Man macht es trotzdem, weil man weiß, dass es langfristig besser für einen ist. Also quasi das Gegenteil von ich mach das morgen. Genau. Dieses Ich mach das morgen nennt man übrigens Aufschieberitis. Das ist das ständige Verschieben von Aufgaben. In Deutsch gibt es dafür sogar einen lustigen Begriff. Prokrastination. Man weiß, dass man etwas tun sollte, aber man verschiebt es immer weiter. Oh ja, Prokrastination. Das ist mein bester Freund. Aber im Ernst, Lisa, wie kann man denn lernen, diese Aufschieberitis zu besiegen und mehr Selbstdisziplin zu entwickeln? Das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Strategien, die wirklich hilfreich sind. Die erste Strategie ist, mit kleinen Schritten zu beginnen. Das heißt, man setzt sich realistische Ziele und teilt große Aufgaben in kleinere machbare Teile auf. Zum Beispiel, wenn du mehr Sport machen möchtest, fang doch erstmal mit 10 Minuten am Tag an, anstatt direkt eine Stunde zu planen. Ah, also nicht gleich versuchen, den Mount Everest zu besteigen, sondern lieber erstmal den kleinen Hügel nebenan, richtig? Genau. Und das Schöne daran ist, wenn du diese kleinen Schritte schaffst, fühlst du dich motiviert, weiterzumachen. Ein weiteres wichtiges Konzept hier ist das sogenannte Belohnungssystem. Das bedeutet, dass du dir nach jeder erreichten Etappe eine kleine Belohnung gönnst. Das kann etwas sein, das dir Freude bereitet, wie ein gutes Essen oder eine Pause mit deinem Lieblingsbuch. Das klingt ja gut. Also, wenn ich 10 Minuten Sport gemacht habe, darf ich mir eine kleine Belohnung gönnen. Vielleicht ein Stück Schokolade? Ja, genau. Aber nicht zu viel Schokolade, sonst untergräbst du dein Ziel. Eine andere Strategie, die ich empfehlen kann, ist die 5-Sekunden-Regel. Das bedeutet, dass du, sobald du einen Gedanken hast wie „Ich sollte das tun“, sofort innerhalb von 5 Sekunden anfängst, es zu machen. Zum Beispiel, du denkst, du solltest aufstehen und den Geschirrspüler ausräumen. Zähle bis 5 und stehe sofort auf. Die 5-Sekunden-Regel. Das ist wirklich interessant. Das klingt nach einer Methode, die einem hilft, nicht zu lange zu überlegen und einfach ins Handeln zu kommen, oder? Ganz genau. Unser Gehirn sucht oft nach Ausreden, wenn wir zu lange über etwas nachdenken. Aber wenn wir sofort handeln, überwinden wir diese Ausreden schneller. Es ist eine kleine mentale Taktik, die große Wirkung haben kann. Das ist echt hilfreich, Lisa. Also, wir haben jetzt schon über kleine Schritte, Belohnungen und die 5-Sekunden-Regel gesprochen. Was gibt es denn noch für Tipps, um Selbstdisziplin zu kultivieren? Ein weiterer Tipp ist, deine Umgebung so zu gestalten, dass sie dir hilft, diszipliniert zu bleiben. Das bedeutet, Ablenkungen zu minimieren. Wenn du zum Beispiel lernen möchtest, ist es hilfreich, dein Handy in einem anderen Raum zu lassen, damit du nicht ständig drauf schaust. Oh ja, das Handy. Das ist ein echter Zeitfresser, oder? Es ist unglaublich, wie viel Zeit man plötzlich hat, wenn man das Handy mal weglegt. Absolut. Und ein letzter Tipp: Sei geduldig mit dir selbst. Selbstdisziplin zu lernen ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist wichtig, dass du dir auch mal Fehler verzeihst und dich nicht entmutigen lässt, wenn etwas nicht sofort klappt.
Also Lisa, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, kleine Schritte zu machen, sich zu belohnen, sofort ins Handeln zu kommen, Ablenkungen zu minimieren und geduldig mit sich selbst zu sein, oder? Genau, Felix. Das sind die Schlüsselstrategien, um mehr Selbstdisziplin zu entwickeln. Es braucht Übung, aber mit der Zeit wird es immer einfacher. Super Tipps, Lisa. Ich bin mir sicher, dass viele von uns jetzt motiviert sind, ein bisschen mehr Disziplin in den Alltag zu bringen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die 5-Sekunden-Regel anzuwenden. Das freut mich zu hören, Felix. Ich bin sicher, dass du das schaffen wirst. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr heute ein paar hilfreiche Tipps mitgenommen habt. Es lohnt sich wirklich, an seiner Selbstdisziplin zu arbeiten, für ein erfüllteres und erfolgreicheres Leben. Auf jeden Fall. Denkt daran, dass Selbstdisziplin ein Prozess ist. Jeder kleine Schritt zählt und bringt euch näher an eure Ziele. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch noch verraten, worum es in der nächsten Folge geht. Seid gespannt, denn wir werden über ein weiteres spannendes Thema sprechen. Wie man Perfektionismus überwindet. Und natürlich könnt ihr auch in dieser Folge viele neue Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Also bleibt dran. Wir freuen uns schon auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt diszipliniert.